Hallo, mein Name ist Max. Ich bin 12 Jahre alt und wohne in einer kleinen Stadt in Deutschland. Meine Stadt heißt Hilden. Sie ist nicht sehr groß, aber es gibt hier viele Parks, kleine Geschäfte und freundliche Menschen. Ich mag meine Stadt sehr, weil sie ruhig und gemütlich ist. Ich gehe in die 6. Klasse einer Gesamtschule. Meine Lieblingsfächer sind Mathe und Sport. Ich finde Mathe spannend, weil ich gerne Zahlen mag. In Sport spiele ich oft Basketball mit meinen Mitschülern. Ich bin nicht so gut in Englisch, aber meine Mutter sagt, Englisch ist sehr wichtig. Max, in meiner Freizeit spiele ich Fußball mit meinen Freunden oder lese Comics. Aber genug von mir. Jetzt erzähle ich euch von meiner Familie. Meine Mutter heißt Anna. Sie ist 38 Jahre alt und arbeitet als Krankenschwester. Sie arbeitet in einem großen Krankenhaus in der Nähe von unserer Stadt. Meine Mutter ist sehr freundlich und hilfsbereit. Sie hilft den Patienten und arbeitet oft lange Stunden. Manchmal ist sie müde, aber sie hat immer Zeit für mich und meine Schwester. Meine Mutter liebt es zu kochen. Ihr Lieblingsgericht ist Spaghetti mit Tomatensauce. Und ich mag es auch sehr. Wenn sie frei hat, liest sie gerne Romane oder macht Yoga im Wohnzimmer. Mein Vater heißt Peter. Er ist 40 Jahre alt und arbeitet als Ingenieur. Er baut große Maschinen für eine Firma in der Stadt. Mein Vater ist sehr klug und löst gerne Probleme. Er erklärt mir oft, wie Maschinen funktionieren. Aber manchmal verstehe ich nicht alles. Am Wochenende spielt er mit mir und meiner Schwester Fußball im Park. Mein Vater ist sehr sportlich und liebt es, Rad zu fahren. Er hat ein schnelles Fahrrad und fährt oft in den Wald. Abends sieht er gerne Dokumentationen im Fernsehen. Ich habe eine kleine Schwester. Sie heißt Lisa und ist 8 Jahre alt. Lisa ist sehr lustig und redet viel. Manchmal nervt sie mich, aber meistens verstehen wir uns gut. Sie geht in die 3. Klasse und malt gerne Bilder. Ihr Zimmer ist voll mit bunten Zeichnungen von Tieren und Blumen. Lisa liebt Tiere. Wir haben einen kleinen Hund, und Lisa spielt oft mit ihm. Unser Hund heißt Bruno. Er ist ein kleiner, brauner Hund mit langen Ohren. Er ist sehr verspielt und liebt es, im Garten zu rennen. Jeden Morgen gehe ich mit Bruno spazieren. Er mag es, Stöcke zu holen und sie zurückzubringen. Lisa gibt ihm manchmal zu viele Leckerlis, aber meine Mutter sagt, dass Bruno nicht zu viel essen darf. Jeden Morgen wachen wir um 7 Uhr auf. Meine Mutter macht das Frühstück, während mein Vater die Zeitung liest. Lisa und ich ziehen uns an und putzen unsere Zähne. Zum Frühstück essen wir oft Brot mit Marmelade oder Müsli. Danach gehen Lisa und ich zur Schule, und meine Eltern fahren zur Arbeit. Nach der Schule mache ich meine Hausaufgaben, und Lisa spielt mit Bruno. Am Abend essen wir alle zusammen. Wir sprechen über unseren Tag und lachen viel. Nach dem Abendessen sehe ich manchmal einen Film mit meinem Vater oder lese ein Buch. Lisa geht früher ins Bett, weil sie noch klein ist. Am Wochenende machen wir oft etwas zusammen. Manchmal fahren wir in die Stadt und gehen einkaufen. Meine Mutter kauft gerne frisches Obst und Gemüse auf dem Markt. Mein Vater liebt es, im Baumarkt Werkzeuge zu kaufen. Lisa und ich gehen in der Zwischenzeit in den Spielzeugladen und schauen uns neue Spiele an. An sonnigen Tagen gehen wir in den Park. Dort spielen wir Ball oder machen ein Picknick. Mein Lieblingsessen beim Picknick ist ein großes Sandwich mit Käse und Salat. An Geburtstagen machen wir immer etwas Besonderes. Zum Beispiel an meinem letzten Geburtstag haben wir einen Ausflug in einen Freizeitpark gemacht. Es war super. Wir sind Achterbahn gefahren und haben Eis gegessen. Lisa hatte ein bisschen Angst vor der Achterbahn, aber am Ende hat es ihr gefallen. Meine Mutter hat viele Fotos gemacht,
und mein Vater hat uns alle eingeladen, Pizza zu essen. Geburtstage sind meine Lieblingstage, weil wir als Familie viel Spaß haben. Das ist meine Familie. Wir sind nicht perfekt, aber wir lieben uns sehr. Meine Mutter sagt immer, eine Familie ist wie ein Team. Wir müssen zusammenhalten. Ich finde, sie hat recht. Wie sieht eure Familie aus? Es ist Sonntagmorgen. Meine Familie sitzt am Frühstückstisch. Meine Mutter sagt, heute ist das Wetter schön. Wir könnten ein Picknick machen. Ja, das ist super, rufe ich. Lisa klatscht in die Hände und sagt, ich will mit Bruno im Park spielen. Nach dem Frühstück packen wir alles ein. Meine Mutter bereitet Sandwiches vor. Ich sehe, wie sie das Brot aufschneidet und Käse und Salat darauf legt. Lisa hilft ihr und sagt, Mama, ich will auch ein Sandwich machen. Meine Mutter zeigt ihr, wie man Butter auf das Brot streicht. Mein Vater bringt die Kühlbox und eine große Decke aus der Garage. Los geht's, sagt mein Vater. Wir steigen ins Auto ein. Ich sitze hinten mit Lisa und Bruno. Auf dem Weg zum Park sehe ich aus dem Fenster. Wir fahren an einem Supermarkt vorbei. Ich sage, Mama, das ist unser Supermarkt. Dort kaufen wir immer Brot und Milch. Ja, Max, sagt meine Mutter, und dort gibt es auch frisches Obst. Wir fahren weiter. Ich sehe eine Bäckerei. Vor der Tür steht ein Mann. Er trägt eine weiße Schürze. Das ist ein Bäcker, sage ich zu Lisa. Er macht Brot und Brötchen. Lisa nickt und sagt, ich liebe Brötchen mit Schokolade. Ein paar Minuten später sehen wir eine Bushaltestelle. Das ist eine Bushaltestelle, erkläre ich Lisa. Dort warten die Leute auf den Bus. Ich bin noch nie mit dem Bus gefahren, sagt Lisa. Vielleicht fahren wir nächste Woche zusammen, sagt mein Vater und lacht. Im Park finden wir einen Platz unter einem großen Baum. Meine Mutter legt die Decke auf das Gras. Ich schaue mich um. Neben uns sitzt eine andere Familie. Sie haben einen Drachen dabei und lassen ihn fliegen. Lisa zeigt darauf und sagt, Max, schau. Ein Drachen. Ja, sage ich. Er ist rot und gelb. Er fliegt sehr hoch. Bruno rennt durch das Gras. Ich werfe ihm einen Stock, und er bringt ihn zurück. Bruno ist so schnell, ruft Lisa und lacht. Mein Vater holt den Fußball, und wir spielen zusammen. Ich trete den Ball zu meinem Vater, und er schießt ein Tor. Lisa versucht auch mitzuspielen, aber sie tritt den Ball in die falsche Richtung. Lisa, du bist so lustig, sage ich. Nach dem Spiel setzen wir uns auf die Decke. Meine Mutter sagt, es ist Zeit zu essen. Sie öffnet die Kühlbox und gibt jedem ein Sandwich. Lisa nimmt ein Sandwich und sagt, das ist lecker. Ich esse ein Stück Apfel und trinke Wasser. Mein Vater erklärt, Wasser ist wichtig. Es ist gesund und gut für den Körper. Nach dem Essen spielen wir Karten. Ich frage, Mama, wie geht dieses Spiel? Meine Mutter erklärt die Regeln. Lisa versteht nicht alles, aber sie spielt trotzdem mit. Wir lachen viel, weil Lisa die Karten immer falsch legt. Später gehen wir am See spazieren. Ich sehe Enten auf dem Wasser. Lisa sagt, die Enten schwimmen. Kann ich sie füttern? Meine Mutter sagt, nein, Lisa. Wir sollen die Tiere nicht füttern. Das ist nicht gut für sie. Als die Sonne untergeht, packen wir alles ein und fahren nach Hause. Das war ein schöner Tag, sagt meine Mutter. Ja, sage ich. Ich liebe Picknick im Park. Zu Hause angekommen bin ich müde, aber glücklich. Meine Mutter bringt Bruno in den Garten, und mein Vater räumt die Kühlbox aus. Lisa sitzt schon auf dem Sofa und sieht ein Buch mit Bildern an. Ich gehe in mein Zimmer, setze mich an meinen Schreibtisch und schreibe in mein Tagebuch. Heute war ein schöner Tag.
Meine Familie und ich haben ein Picknick gemacht. Wir haben Fußball gespielt, Sandwiches gegessen und viel gelacht. Lisa hat Spaß mit Bruno gehabt und ich habe mit Papa Karten gespielt. Solche Tage sind meine Lieblingstage. Ich denke an meine Familie. Meine Mutter sagt immer, eine Familie ist wichtig. Zusammen sind wir stark. Ich finde, sie hat recht. Meine Familie hilft mir immer, und wir verbringen gerne Zeit zusammen. Manchmal träume ich von der Zukunft. Ich möchte ein Pilot werden. Ich liebe Flugzeuge und möchte die Welt sehen. Mein Vater sagt, Max, du kannst alles schaffen, wenn du hart arbeitest, das glaube ich auch. Vielleicht fliege ich eines Tages mit meiner Familie nach Amerika oder Australien. Lisa möchte Lehrerin werden. Sie sagt, ich will Kindern das Lesen beibringen. Meine Mutter lächelt immer, wenn Lisa das sagt. Ich finde, Lisa wird eine gute Lehrerin sein, weil sie klug und geduldig ist. Am Abend sitzen wir zusammen auf dem Sofa. Meine Mutter fragt, Max, was war heute das Beste? Ich denke kurz nach und sage, alles. Der ganze Tag war perfekt. Lisa nickt und sagt, ja, besonders das Fußballspiel. Mein Vater lächelt und sagt, ich bin froh, dass wir so einen schönen Tag zusammen hatten. Eine Familie ist wie ein Baum. Wir wachsen zusammen und werden stärker. Bevor ich ins Bett gehe, schaue ich aus dem Fenster. Der Mond scheint und die Sterne leuchten. Ich denke, ich habe eine tolle Familie. Wir sind nicht perfekt, aber wir halten zusammen. Das ist das Wichtigste. Mit einem Lächeln schlafe ich ein und träume von neuen Abenteuern mit meiner Familie.